ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Heute möchte ich euch noch mal eine tolle Farbkombination zeigen, und zwar möchte ich wieder meine Folientechnik anwenden, um mehrere Schichten auf ein Bild zu bringen. Und wir fangen an und nehmen erstmal die eingepackte Leinwand. Da möchte ich jetzt gerne ein paar Effekte drauf machen als Zwischenschritt. Oder ich habe mir jetzt hier mal 4 Farben rausgesucht, die ich gerne benutzen würde. Das ist einmal Titanweiß, ein schönes Türkis, ein Himmelblau und Gold Metallic. Da möchte ich jetzt gerne mit den Farben meinem heißgeliebten flachen Spachtel, den ich nur wärmstens empfehlen kann, das mache ich in jedem Video, weil ich das wirklich als ein total sinnvolles und wirklich kaufenswertes Werkzeug halte. Und den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung natürlich. Und ich habe jetzt für alle 4 Farben mir einen Pinsel genommen. Wir möchten jetzt, beziehungsweise ich trage die Farbe mit dem Spachtel auf die Folie. Und damit die Farben alle einigermaßen sauber bleiben und nicht so vermatschen, nehme ich halt für jede Farbe einen frischen Pinsel. Ich lege erstmal so eine ganz dünne Schicht drauf, nehme den Spachtel ganz flach und ziehe erstmal so ganz leicht über die Folie. Dann bleibt es nur so Fragmente von Farbe daran haften. Das möchte ich auch so haben. Das ist das Besondere, wenn man das mit der Folie macht. Sowas kann man natürlich auch direkt auf der Leinwand machen, hat aber einen anderen Effekt. Also die Folie ist ja, hat ja eine ganz andere Oberfläche als eine Leinwand. Und deswegen hat es auch ganz andere Effekte. Und deswegen mache ich das erst auf der Folie, weil viele fragen, warum machst du das nicht direkt auf die Leinwand dann? Es sieht anders aus und es glänzt hinterher auch. Und deswegen gehe ich diesen Zwischenschritt. Ich mache den Spachtel jetzt nicht unbedingt sauber, weil so eine kleine Farbvermischung finde ich ganz spannend. Und ich gehe wirklich hin und mache so ganz vorsichtig. Ich will nicht zu viel. Ich finde, immer weniger ist mehr. Und deswegen mache ich hier ganz vorsichtig erstmal und lasse mich so ein bisschen von meinem Bauch leiten, wann ich meine, dass es genug ist. Jetzt mache ich mir mal den Spachtel sauber. Tuch einfach sauber wischen. Jetzt nehme ich schön Gold dazu. Auch ganz flach auftragen, den Spachtel wieder flach halten. Und so schöne Effekte mit dem Spachtel hier auf die Folie bringen. Schaut mal, das ist dann nicht überall die Farbe, sondern nur an manchen Stellen was dicker, an manchen Stellen was dünner. Das macht das Ganze was spannender. Jetzt mache ich mir den Spachtel noch was sauber. Gehe mal mit Weiß dazwischen. Jetzt habe ich hier Weiß auf dem Spachtel. Und ziehe mal hier so ein bisschen mit Weiß durch. Und mache das hier unten wieder ein bisschen weg. Das kann man nämlich jetzt noch ganz schön machen mit Wasser. Das ist auch der Vorteil von der Folie, dass man einfach hingehen kann. Kann das so ein bisschen wegwischen. Meine Intuition war jetzt, dass ich von unten das Gold so ein bisschen nach oben auslaufen lasse und dass ich hier das Blau von hier oben mit dem Türkis und dem Weiß dazwischen das so dagegen laufen lasse.
Das ist jetzt so meine Idee. Jetzt mache ich noch mal so ein bisschen Weiß hier zwischen. Hier gehe ich jetzt auch mal ein bisschen mit Weiß dazwischen. Ganz vorsichtig, weil ich das Gold nicht kaputt machen will. Ich möchte gerne hier zwischen dem Gold ein ganz klein bisschen, wirklich ganz dezent nur, so ein bisschen türkisblau dazwischen legen. Dafür nehme ich jetzt einfach einen kleineren Spachtel, weil ich den ein bisschen gezielter einsetzen kann. Und gehe hier einfach so ein bisschen Hauch dem Weiß, genau, das ist. So, das gefällt mir ganz gut, die Kombination hier mit dem Gold. So, deswegen lege ich hier nochmal so ein paar in die offenen Stellen, so ein bisschen Türkis und mische das ein ganz klein bisschen mit dem Gold. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und damit ich so ein bisschen Gegengewicht habe, also hier habe ich das Türkis quasi, das Türkisblau mit in das Gold genommen. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Gold hier rüber übertragen. Dann hat das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Nein, so ein bisschen die Waage, dann hat es ein bisschen mehr Harmonie im Bild und so ein Ausgleich, das tut immer ganz gut. Braucht nur ganz wenig sein. Wie gesagt, manchmal ist weniger mehr und deswegen immer schön vorsichtig bei so Effekten, damit man das Bild nicht so überlädt im Grunde genommen, also so zu viel drauf macht. So, schaut mal, ich glaube, das finde ich ganz gut. Ich habe jetzt hier meine Folie mit Effekten bestückt. Hier habe ich Gold Metallic genommen. Hier habe ich so ein schönes, knackiges Hellblau genommen. Türkis dazu, ein bisschen Weiß. Hier habe ich das Gold nochmal aufgenommen. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen das Türkis aufgenommen. Habe drauf aufgepasst beim Effekte machen, dass ein paar Fenster übrig bleiben, weil da soll dann der Untergrund durchscheinen, den wir dann gleich auf die Leinwand malen. Und dann hatte ich noch die Idee, dass man halt so ein bisschen so einen Gegenpol hat, also dass das Blau so ein bisschen nach unten ausläuft und das Gold von unten kommt und nach oben hin so ein bisschen ausläuft. Und das möchte ich jetzt gerne so trocknen lassen. Das kann man mit einem Föhn ein bisschen beschleunigen, trocken föhnen. Und dann kann man die Folie von dem Keilrahmen runternehmen. Und dann geht es weiter mit der nächsten Farbschicht auf unserer Leinwand direkt dann. Dann ist die Farbe jetzt trocken. Dann können wir die Leinwand umdrehen. Ich habe dummerweise vergessen, die Kamera anzumachen und hatte das schon alles so schön vorbereitet. Also, die Folie ist ja normalerweise fest. So, also, wir haben die trocken geföhnt. Dann kann man, das kann man mit dem Föhn machen, das dauert ein paar Minuten. Dann kann man nämlich direkt weiterarbeiten. Und jetzt dreht man sich die Leinwand um. Und da ist ja dann die Folie auch hinten noch drauf. Dann schneidet man sich hinten ein Fenster auf und kann dann die Ecken aufschneiden und zieht dann, wie ihr das jetzt seht, so wäre das dann, zieht dann quasi die Leinwand oder den Keilrahmen weg und hat nur die Folie übrig. Aufpassen, dass sie vorne nicht kaputt geht. Und das ist dann jetzt im Grunde genommen auch die Seite, die wir später als Effekt auf der Leinwand sehen. Die lege ich mir jetzt erstmal zur Seite. Am besten wieder mit der Farbfläche nach oben, dann kann das noch ein bisschen weiter austrocknen. Und jetzt nehmen wir unsere Leinwand. Die hat ja jetzt natürlich keine Folie mehr drauf, wie ihr seht. Und jetzt würde ich gerne die nächste Farbschicht da drauf arbeiten. So, wir haben jetzt die Leinwand. Die Folie ist ja ab. Jetzt haben wir die Leinwand so, wie sie normalerweise ist, wenn man sie bemalt. Und ich habe mir hier eine ganz wilde Palette gemacht in so Orange, Pink, Rot, Gelbtönen. Und zwar haben wir hier ja, so Richtung indisch Gelb, dann ein schönes
Pink, ein dunkles Pink, ein richtig tiefes dunkles Rot, dann so ein Kaminrot, ein Cadmium-Orange und dann haben wir hier Neon-Pink und Neon-Orange. Die sollen so ein bisschen die anderen Farben aufpimpen, also man sieht hinterher wahrscheinlich gar nicht, dass es Neonfarben sind, aber die machen die anderen Farben ein bisschen leuchtender, also das werdet ihr gleich sehen. Mein Werkzeug wird sein eine kleine Kunststoffkarte, die benutze ich ganz oft, die finde ich super, weil die liegt so schön klein und handlich ja, in der Hand und da kann man ganz gut mit agieren. Und dann habe ich hier wieder meinen Spachtel. Ich fange einfach mal an mit der Karte und werde nicht kreuz und quer spachteln, sondern werde vertikal und horizontal spachteln. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal hier meine Karte, nehme ein bisschen Farbe auf eine Seite der Karte, das reicht, weil auf der anderen Seite braucht man die nicht. Dann stellen wir die Karte ab und ziehen die Farbe so ganz langsam nach unten. Also die Farbe auf der Karte soll ja relativ lange halten, also das heißt, man möchte gerne so einen langen Abrieb davon haben und deswegen zieht man die Karte mit der Farbe ganz langsam und kippt die dabei nach unten. Dann wird so die Farbe Stück für Stück auf die Leinwand übertragen. Wenn man das jetzt, man hat hier wieder Farbe, anders macht und das machen viele so, also direkt alles auf einmal, dann hat man nur so Flecken und dann wird das Bild hinterher ziemlich wild und unruhig und das überträgt sich dann auf die ganze Leinwand und dann sieht es ein bisschen zu wild aus. Also das heißt, absetzen die Karte mit der Farbe, ganz langsam und ganz ruhig arbeiten und dann langsam die Karte nach unten ziehen und seht ihr hier, was passiert. Man hat so richtig viel was von der Farbe. Und so werde ich jetzt hingehen und werde, seht ihr mit dem Neon, das macht das Pink halt einfach ein bisschen pinker und da kommt jetzt eh noch einige Farbschichten übereinander. Und so baue ich mal hier eine schöne Farbfläche auf. Und dabei könnt ihr mir jetzt zusehen. Wechsel immer zwischen den Farben, macht die Karte nicht immer sauber, zwischendurch wahrscheinlich schon, damit es nicht zu sehr einen Farbbrei gibt. Aber eigentlich mache ich jetzt erstmal ein Stück, ohne die Karte sauber zu machen, weil sich dann da auch so ein bisschen Farbe sammelt und sich die Farbe auch so ein bisschen verbindet und das gibt auch meistens so ganz spannende Effekte. Ganz zart und ganz ruhig arbeiten, also nicht so feste Kratzen und so wirklich einmal tief durchatmen und ganz locker anfangen. Das sieht man dem Bild hinterher an, wenn es in Ruhe gemacht ist und so ganz weiche Effekte hat. Schaut mal, kann man das so ein bisschen füllen, die Lücken hier. Nicht mal Neon Orange, setze mal hier so ein paar Effekte rein. Schönes Gelb. Das ist ein ganz schönes warmes Gelb, das mische ich immer ganz gerne mit dem Kaminrot. Dann gibt das einen richtig warmen Ton. Man darf nicht zu viel Rot nehmen, sonst ist es zu rot, aber dann wieder ein bisschen Gelb drüber und dann hat man so einen richtig schönen Farbton. Gerne mehrere Farbschichten übereinander. So, jetzt wäre zum Beispiel, jetzt sehe ich gerade, das ist so ein bisschen matschig, die Farbe, ist aber alles noch gut. Aber jetzt würde ich mir die Karte mal sauber machen, damit die nächsten Farben wieder ein bisschen reiner sind und ein bisschen klarer. Und dann gehe ich hier einfach mal so ein bisschen drüber und ganz leicht, guck mal, dann hat man nur so einen leichten Abriss, sieht man jetzt bei der Farbe nicht gut. Ich mache es jetzt mal mit dem helleren Ton. Schaut mal, dann hat man so auch nur so ein Teilabrieb und so. Das ist, wenn die Farbe so langsam anfängt zu trocknen, es geht ja relativ schnell. Man kann sie zwar lange bearbeiten, aber so die allererste, oberste Hauch von Farbe, der trocknet relativ schnell. Und das kann man aber gut nutzen, indem man dann so ein bisschen Farbreste von der Karte nimmt
und einfach nur so leicht drüber zieht. Dann hat man dann wirklich so ganz coole Effekte direkt. Die finde ich immer sehr spannend. Manchmal mache ich sie ein bisschen weg und manchmal lasse ich sie stehen. Habt ihr wieder gesehen? Bin wieder mit der restlichen Farbe ganz leicht so drüber. Könnt ihr das sehen? Da gibt es dann so einen Abrieb. Das sieht immer ganz cool aus. Darf man aber auch nicht zu viel machen, sonst sieht es auch zu wild aus und zu unruhig. Die Leinwand ist ja jetzt noch feucht, das soll auch so sein, weil wir jetzt direkt die Folie auf diese Fläche übertragen wollen. Dann lege ich hier die Leinwand erstmal zur Seite, hole mir meine Folie vor und schneide mir so ein bisschen hier überflüssige Folie weg. Die stört gleich nur beim Übertragen. Jetzt habe ich die Folie kurz zur Seite gelegt, nehme meine Leinwand wieder. Wichtig ist, die Fläche, die bemalte Fläche, muss auf die feuchte Farbe der Leinwand. Das ist ganz wichtig, sonst kann die Farbschicht ja nicht da aufkleben. Und ich gucke jetzt gerade, wie wir es am besten machen. In welche Richtung ich das machen möchte. So, ich nehme jetzt meine Folie, habe meine feuchte Leinwand. Wichtig, die Leinwand muss noch feucht sein, nicht trocknen lassen und dann sich wundern, dass diese Farbschicht dann hier später nicht hält. Ich versuche es jetzt hier mal ordentlich drauf zu kriegen. So. Jetzt lege ich hier die Folie ab. So. Ich justiere mir die noch mal ein bisschen gerade. So. Schaut mal, wie toll das aussieht. Ich freue mich. Das ist richtig gut geworden. Jetzt gehe ich hin und streiche die Folie so ein bisschen glatt, damit die Kontakt mit der feuchten Farbe kriegt und streiche ein bisschen die Luftblasen, die man ganz gut sieht. Hier zum Beispiel streiche ich einfach so ein bisschen drüber, weil überall da, wo so dicke Luftblasen wären, würde die Farbe halt nicht halten. Deswegen versuche ich das so ein bisschen glatt zu streichen. Schaut mal, das ist toll, das sieht man jetzt schon, eine super Farbkombination ist mit dem Gold und dem richtig leuchtend schön, sieht das aus, super, gefällt mir richtig gut, geht super gelungen. So, jetzt haben wir erstmal die Folie hier drauf liegen. Ich habe die Luftblasen ein bisschen rausgestrichen. So sieht es auch super aus, vielleicht so rum. Könnte so ein bisschen schon wieder das könnte auch wieder eine tolle, abstrakte Landschaft sein hier. Das kann man ja dann entscheiden, wie rum man das macht. Könnten das hier Wolken sein und hier so ein bisschen eine Landschaft. So, wir haben jetzt die Folie auf die feuchte, bespachtelte Leinwand übertragen, aufgelegt. So ein bisschen die Luftblasen rausgedrückt und glatt gestrichen und das muss jetzt über Nacht trocknen. Das kann man leider nicht föhnen, das muss wirklich
sich über Nacht mit der, also die Farbeffekte von der Folie und die Farbe von der feuchten Leinwand, die verbinden sich und dann kann man nach dem Trocknen halt die durchsichtige Folie einfach abziehen. Der Farbfilm bleibt dann auf der Leinwand drauf und das dauert aber einige Stunden, bis das soweit ist und ich lasse es immer über Nacht trocknen, weil umso länger es trocknet, umso sicherer ist das Ergebnis dann hinterher und dann sieht es halt auf jeden Fall auch richtig, richtig gut aus. Alles ist jetzt über Nacht getrocknet, also die Folie, die wir auf die, mit den Effekten, die wir auf die feuchte Leinwand übertragen haben oder draufgelegt haben, um die Farbfläche zu übertragen, beziehungsweise um die Effekte zu übertragen. Jetzt möchte ich gerne die durchsichtige Folie wegziehen und möchte gerne, dass die Effekte natürlich hängen geblieben sind, aber das sieht doch ganz gut aus. Schaut mal, hier sehe ich schon, hält alles prima. Manche Stellen gehen ab. Das ist normal, das ist auch nicht schlimm. Da war vielleicht ein bisschen Luft oder sowas. Gibt auch wieder einen Effekt, ist auch wieder eine ganz gute Sache. Ich fange dann immer an, irgendwo an der Ecke, mache das Ganze, auch wenn es gut hält, ganz vorsichtig ab. Das sieht doch super aus. Schaut mal, ich mache jetzt weiter die Folie ab. Bei dem Gold sehe ich auch, hat es auch gut funktioniert. Schaut mal, wie toll das glänzt. Schöne Effekte. Hier auch nochmal drüber, drückt so ein bisschen die Luftblasen runter, dann es geht noch. Jetzt möchte ich gerne weitermachen. So, ich bin richtig zufrieden. Die Farben sehen total toll und frisch und bunt und trotzdem harmonisch aus. Alle Farben schreibe ich euch auf in die Videobeschreibung. Der Rand ist ja noch weiß geblieben. Ich mache ja ganz gerne mal einen dunklen Rand, der so ein bisschen in das Bild reinragt. Ich fange mal einfach an mit dunkelrot. Ich habe hier noch mal meine Farbpalette, die nehme ich mir wieder, die hatte ich abgedeckt. So ein ganz dunkles Rot, damit mache ich erstmal hier einen Rand. Da muss man eh 2-3 Mal drüber gehen, weil Rot deckt nämlich nicht so super gut im ersten Moment. Und jetzt mache ich einmal den Rand in dunkelrot drumherum. So, ich habe den Rand jetzt einmal in dunkelrot drumherum gemacht und gehe auch hier mit dem Rot so ein bisschen, fällt mir ganz gut, so ein bisschen ins Bild rein, dass man den Rand von vorne dann auch sieht. Dann kriegt das Bild nochmal so einen schönen Halt und einen schönen Effekt. Also einfach mit dem Schwamm und wenig Farbe, also die Restfarbe in dem Schwamm einfach nutzen. So einfach mit so ein bisschen wenig Farbe so ganz locker ins Bild reinziehen, dann hat das nochmal so einen schönen Halt. Hier mache ich noch, ich finde das immer ganz schöner, wenn das nicht so so harte Kante hat, sondern so ein bisschen, wie gesagt, hier ein bisschen reingeht. Ich glaube, ich muss mich nochmal umentscheiden. Ich glaube doch, dass mir das so rum am besten gefällt. Und dann möchte ich gerne noch mal einen kleinen Hingucker machen. Also ich lasse den Rand hier in Rot, werde aber noch mal drüber gehen, weil das Rot nicht so ganz deckend ist so gut. Hier braucht man das nicht. Der Rand ist schön von oben zu sehen, beziehungsweise von vorne. Und das war mir jetzt wichtig, dass das noch mal so ein bisschen Ordnung und Halt kriegt, das Bild. Und mir fehlt aber hier noch so ein kleiner Hingucker. Ich mag gerne kleine Effekte, die aber eine große Wirkung haben. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne hier noch Schwarz mit reinbringen. Und zwar finde ich das ganz gut. Ich habe hier ganz normales Window Color. Das kriegt man ja von ganz vielen Firmen. Ich habe das in Schwarz. Das sieht jetzt grau aus, weil das in der Tube, das ist aber schwarz. Und hier möchte ich dann gerne sowas wie eine Schrift machen.
Und dafür nehme ich das Window Color, setze das auf wie ein Stift, nicht von oben die Farbe plumpsen lassen, sondern wirklich aufsetzen wie ein Stift. Bisschen drücken, vielleicht auch mal auf dem Blatt Papier vorher üben, ne? Also wie dick, wie feste man drücken muss, damit da genug Farbe rauskommt. Also es soll halt ein ganz zarter, wie so ein Schriftzug werden. Und das lasse ich jetzt so. Vielleicht mache ich hier noch was hin, aber so. Das ist Fantasie, das hat jetzt irgendwie keinen tieferen Sinn. Wie gesagt, das sieht jetzt grau aus, hat auch eine kleine Haptik, also so ein bisschen dicker ist das Window Color ja. Bleibt dann auch so, wird nur noch tief schwarz, das finde ich auch gut so. Und dann mache ich, glaube ich, hier noch einen kleinen schwarzen Effekt rein. Ich mal hier so ein bisschen so. Und dann lasse ich das so. Schaut mal, das ist ganz spontan jetzt entstanden. Das wird, wenn das getrocknet ist, wie gesagt, wird das Window Color tief schwarz mit dem Gold. Das sieht bestimmt, wenn das richtig schwarz ist, super aus im Kontrast. Und ja, ich bin total zufrieden. Ist ein tolles Bild geworden mit super schönen Effekten. Die Rot-Orange-Töne, so ein bisschen das Neon dazwischen beim Spachteln. Das gibt nochmal so einen Kick in die Farbe. Und Hell-Dunkel-Kontraste finde ich super. Das gefällt mir gut. Ich finde, es ist gut gelungen. Und es ist auch ein schönes Ergebnis geworden. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr habt auch Freude gehabt am Video, konntet wieder was lernen, wieder was mitnehmen für eure Projekte, die ihr so vorhabt, oder vielleicht die ein oder andere kleine Technik sehen, die ihr jetzt anwenden möchtet oder könnt oder ausprobieren möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch inspirieren konnte und wenn ihr richtig Lust habt, selber zu malen und was auszuprobieren. Ja, dann freue ich mich auf unser nächstes Video, auch wieder mit ein paar Tricks und Kniffen und schönen Farbkombinationen. Und dann sage ich mal bis ganz bald und vielen lieben Dank für eure vielen tollen Kommentare, Daumen hoch, Abos. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, da freue ich mich natürlich super drüber. Und ihr gebt mir richtig viel Aufschwung auf jeden Fall, weiterzumachen und ganz viele schöne Ideen umzusetzen und die euch zu zeigen. Da habe ich richtig Lust zu, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon heute auf euch.